Hallo und willkommen zurück in meinem Tiny House. Diese Woche ist mit Wohnmobil ausbauen und renovieren nicht sehr viel, weil es die ganze Zeit regnet. Also habe ich mir gedacht, wir machen mal was anderes. Ich habe euch diese Woche die Möglichkeit gegeben, auf Instagram oder auf YouTube die Fragen zu stellen und die werde ich jetzt beantworten. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Dinge, die ich zu meinem Tiny House schon erzählt habe. Ihr findet die Videos entsprechend hier oben bzw. am Ende des Videos oder in der Videobeschreibung. Aber es gibt immer mal wieder so ein paar Sachen, die verändern sich auch im Laufe der Zeit oder die habe ich noch gar nicht erzählt. Und darum geht's heute. Die erste Frage ist auch gleich, wohnst du noch in deinem Tiny House oder woanders? Und ja, ich wohne noch im Tiny House, auch immer noch Vollzeit. Ich bin zwar übers Wochenende oft bei meinem Freund, aber ansonsten verbringe ich hier meine Zeit, hauptsächlich auch meine Arbeitszeit, weil hier einfach mein Arbeitsrechner steht und ich hier auch besser filmen kann und sowieso alle Projekte, die ich sonst mache auf meinem Hauptkanal, ja hier stattfinden. Ja, und so wird es auch erstmal bleiben. Nach wie viel Zeit muss die Außenwand und das Dach erneuert werden? Und da war auch noch eine andere Frage auf YouTube, glaube ich, wie lange so ein Tiny House überhaupt hält. So pauschal kann man das auch nicht sagen und ich bin natürlich auch für die einzelnen Baustoffe keine Expertin, aber ich denke, grundsätzlich hängt es halt immer davon ab, wie man die Dinge pflegt. Ich habe zur Pflege vom Tiny House auch ein eigenes Video, das findet ihr auch irgendwo hier oder am Ende oder unten. Bisher machen sich bei mir jetzt zumindest keine Altersspuren bemerkbar, aber das Haus ist natürlich auch noch nicht so alt. Ich denke, das Wichtigste ist halt, dass man es in Schuss hält, dass man darauf achtet, dass nirgendwo Feuchtigkeit eintritt und dass die Statik vom Haus nicht beeinträchtigt wird, sprich, dass man es ordentlich aufstellt, dass man die Materialien ab und zu überprüft und so weiter. Ich denke, Langzeiterfahrungen mit den Tiny Houses, die jetzt hier hauptsächlich in Deutschland gebaut werden, die kann es einfach noch nicht geben, weil so lange gibt es die nicht, diese 3,5 Tonnen Anhängerhäuser, von denen ich ja auch eins habe. Wird sich zeigen. Dann wollte jemand wissen, wie ist eigentlich die Sicherung, dass es nicht einfach weggeschleppt wird. Es gab tatsächlich mal einen Fall in den USA, mindestens einen, von dem ich weiß, bei dem das Tiny House quasi geklaut wurde. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich bin mit dem Haus jetzt nicht ständig auf der Straße unterwegs und wenn, dann wirklich ja nur um umzuziehen. Das heißt, Gedanken machen, dass das Ding hier geklaut wird, muss ich mir nicht, zumal es ja momentan wie auch später aufgebockt ist. Das heißt, man müsste das erstmal mit einem Kran oder mit was Ähnlichem von dem Gestell runterheben, um es dann auf die Straße bringen zu können. Also keine Sorge, mein Haus wird mir so schnell niemand wegschnappen. Wie ist dein Umgang mit der Hitze? Auch dazu gibt es schon ein entsprechendes Video aus dem letzten Jahr. Da hat sich auch nicht großartig was verändert. Es ist einfach so, dass ich ab 30 Grad hier drin dann meistens den Computer ausschalte, was anderes mache. Ich habe mich deutlich besser daran gewöhnt als früher. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es natürlich manchmal gut, wenn es hier drin noch ein bisschen kühler wäre, aber auf einem endgültigen Platz würde ich mir dann auch mehr was zum Thema Beschattung überlegen. Das war hier einfach immer nur eine Übergangslösung und entsprechend konnte man hier auch wenig machen, was das Thema betrifft. Es ist trotz allem meiner Erfahrung nach aushaltbar, gerade in der Nacht kühlt es dann auch gut wieder ab und das ist die Hauptsache. Da gibt es andere Dinge, die mich momentan nerven und zu denen komme ich auch gleich. Was würdest du anders machen, wenn du dein Tiny House heute nochmal bauen würdest? Also sprich von Material über Konstruktion, über Geräte und so weiter. Da sind wir nämlich genau beim Thema. Ich bin mit meinem Haus, so wie es ist, eigentlich wirklich sehr, sehr zufrieden. Es gibt aber trotz allem natürlich so ein paar Sachen, die sind nicht immer ganz so ideal. Das können so kleine Sachen sein, wie zum Beispiel das Bett machen, was einfach schwieriger ist in einem Raum, wo an dem Bett 3 Seiten Wand sind, weil man einfach nicht überall hinkommt. Das ist also immer ein riesen Gefriemel. Wie auch eben unten den Drucker zu benutzen, der dann unten in der Kiste unter dem Bett steht. Ich brauche ihn wirklich nicht oft, aber wenn ich ihn brauche, ist es natürlich immer erstmal ein Aufwand. Die Sachen vom Bett runternehmen, das Hochklappen, arretieren, dann den Drucker anschließen und so weiter. Also ein paar Sachen, weil es eben ein kleines Haus ist und nicht für alles jetzt Platz ist, sind dann manchmal ein bisschen schwieriger. Aber vor allem, was in letzter Zeit mich stört und wo ich sowieso auch nochmal drüber sprechen wollte, ist die Toilette, die Trockentrenntoilette. Ich habe ja bisher ziemlich positiv drüber gesprochen, da war es auch noch ziemlich gut, abgesehen von dieser einen Fliegenkatastrophe, die ich da hatte. Dann fingen eben doch wieder die Probleme an. Häufiger hat die Toilette gerochen, man konnte dann nicht wirklich irgendwas machen. Ich habe immer auch diese Tabs benutzt, die da dabei sind von Separett, die den Urinschlauch quasi sauber halten sollen. Das hat mal funktioniert, mal nicht. Es ist vor allem eben dieser Abfluss, dieser Urinabfluss, der geruchstechnisch Probleme macht. Es ist einfach so. Das ist der Eimer da hinten dran. Davon kriegt man eigentlich nichts mit. Der ist ja auch belüftet. Wenn man dann einfach immer wieder, gerade wenn man auch mal Gäste hat, nicht weiß, ist es im Badezimmer jetzt irgendwie angenehm oder riecht es da komisch. Man selber kann da nichts machen. Das ist schon einfach belastend. Ich wusste also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier dann umziehe, werde ich mir auch eine normale Toilette besorgen. Nicht nur für die Gäste, die es deutlich angenehmer finden, sondern auch für mich selbst, weil ich einfach dann mich darauf verlassen können möchte, dass das alles funktioniert. Und jetzt gerade, als hätte ich noch einen Grund gebraucht, diese Toilette dann doch loszuwerden, hatte ich wieder eine Fliegeninvasion, obwohl ich ja einen Fliegenschutz komplett über die Toilette jedes Mal drüber ziehe. Ich habe jetzt hunderte so kleiner Fliegen im Badezimmer,
die ich erst wieder loswerden muss. Ja, und das will ich auch unter die Videos, die ich damals gemacht habe, noch drunter schreiben, damit da einfach nicht der falsche Eindruck entsteht. Und ich bin jetzt dann doch froh, wenn ich dann mal eine normale Toilette habe. Ansonsten sind es hauptsächlich kleinere Dinge, die mich im Tiny House manchmal stören. Das ist natürlich abgesehen von meiner noch fehlenden Wasserleitung, die einfach den Alltag deutlich stressiger macht. Sind es so kleine Sachen wie da hinten die Arbeitsplatte, die ist ja aus einer Leimholzplatte und die ist nur geölt. Und das würde ich einfach heute anders machen, weil dann doch rund ums Waschbecken diese dünne Ölschicht, die da drauf ist, nicht ausreicht, um die Platte ordentlich zu schützen. Das heißt, im Laufe der Zeit ist sie dann noch an manchen Stellen so ein bisschen aufgequollen, wird rauer, man muss sie häufiger abschleifen und wieder was drüber machen. Und auch so hat man einfach, während man kocht, immer im Blick, ich muss halt gucken, dass das Wasser dort nicht drauf stehen bleibt, damit es keine Flecken gibt. Öl zieht sowieso sehr, sehr schnell ein, da habe ich schon so kleine Ölränder. Im Nachhinein nicht ganz so praktisch, auch wenn es toll aussieht. Das würde ich vielleicht heute anders machen. Also auch mit dem Gasherd, ich meine, ich bin froh, dass ich den habe und ich benutze auch gerne ein Gasherd zum Kochen. Aber sauber zu halten sind diese Dinge einfach notorisch schlecht. So ein Ceranfeld ist schnell mal abgewischt, aber so ein Gasherd mit 1000 verschiedenen kleinen Dingen, die man dann abnehmen muss, das dauert schon deutlich länger. Und da eben beim Kochen doch mal was daneben geht, zumindest bei mir, ist es nicht immer ganz so praktisch. Wie organisierst du deine Kleidung und deine Schuhe? Also bei Kleidung ist es eigentlich relativ klar, weil alles in diesem Schrank hier drin ist, beziehungsweise hier die Jacken hängen. Das ist auch deshalb, damit die, wenn die mal nass sind, trocknen können, bevor ich die da rein tue. Ansonsten die Schuhe, da stehen immer mal so 2, 3 Paar hier rum, die ich gerade aktuell benutze. Das ist manchmal etwas chaotisch. Also ich hätte vielleicht was für die Schuhe von vornherein einplanen müssen, damit ich hier immer frei habe. Aber abgesehen davon reicht mir das hier für die Klamotten eigentlich völlig aus. Und da wir gerade davon sprechen, wünschst du dir manchmal zum Beispiel auf 140 Quadratmetern zu leben, also über deutlich mehr Wohnfläche zu verfügen. Das hatte ich ja davor und also man bekommt die Fläche immer voll, egal wie viel Fläche es ist. Ich finde es einfach sehr, sehr angenehm, hier den Überblick zu haben. Und habe auch schon ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen, später eventuell halt wieder mehr Platz zur Verfügung zu haben, weil sich einfach automatisch mehr Dinge ansammeln und mich das im Zweifelsfall mehr stresst als beruhigt. Dann war die Frage, wir wollen zu zweit ins Tiny House. Wo glaubst du, könnten am ehesten Probleme entstehen? Für mich ganz klar die Privatsphäre. Mir ist es einfach wichtig, dass ich ein Zimmer habe, das ich zumachen kann. Egal wie sehr man seinen Partner liebt, aber es ist schön, wenn jeder auch noch seinen Rückzugsort hat und allein schon bei mir aus Arbeitsgründen wäre das absolut unmöglich. Ich filme und schneide Videos und man geht ja vielleicht auch nicht immer zur gleichen Zeit ins Bett. Also insofern, für mich wäre das zu zweit Leben hier drin absolut nichts, aber das muss jeder selber entscheiden. Ist es wirklich besser, erst das Grundstück zu haben, bevor man das Haus baut? Ich würde ganz klar sagen, ja, nach meiner Erfahrung, weil ich das eben nicht hatte und weil ich nun so lange gesucht habe. Es ist einfach verdammt schwierig, da komme ich auch gleich nochmal zu, einen Stellplatz zu finden und wenn man diese Sicherheit hat und dann anfängt zu bauen, ist es ein ganz anderes Gefühl. Besser früh als spät. Wo hast du deine Lebensmittel- und Getränkevorräte? Das kann ich hier zeigen. Das ist diese Schublade hier. Das ist genau eine. Außerdem natürlich noch im Kühlschrank. Der Kühlschrank ist ziemlich groß. Da kann ich also im Zweifelsfall auch mal Sachen reinstellen, die noch nicht gekühlt werden müssen, erst später, die ich aber dann da schon mal aufbewahren kann. Für mich der Vorteil, dass ich halt hier Leitungswasser trinke. Das heißt, für Getränke brauche ich keinen Platz, weil das auch das Einzige ist, was ich trinke, abgesehen von vielleicht mal einem Tee. Wie hast du es finanziert? Ersparnisse, Bausparvertrag oder Kredit? Habe ich auch schon ein paar Mal beantwortet. Also ich habe es selbst finanziert durch meine Ersparnisse und durch einen Mini-Kredit sozusagen bei meinen Eltern. Das heißt, die haben in dem Fall einige Rechnungen einfach für mich erstmal bezahlt und ich habe denen es dann im Laufe der Zeit zurückgegeben und bin seit einer Weile schuldenfrei. Hat sich schon was bezüglich Stellplatz ergeben? Genau. Aktueller Stand ist, es ist genehmigt. Das kam jetzt vor ein paar Tagen. Das heißt, die Baugenehmigung ist da, die Baufreigabe aber noch nicht, weil da noch die Genehmigung unserer Entwässerungsplanung aussteht. Deshalb ja, wenn es dann soweit ist, werde ich es euch wissen lassen. Wo siehst du den Vorteil eines Tiny Houses gegenüber einer Wohnung gleicher Größe? Und daran anschließend wurde auch weiter unten gefragt, was sagst du dazu, dass Tiny Häuser im Verhältnis mehr Energie verbrauchen sollen als große Häuser oder Gebäudekomplexe? Also in Klammern größere Oberfläche im Verhältnis zur Größe, deshalb mehr Wärmeverlust. Ist das tatsächlich so? Kann man etwas tun, um denen entgegenzuwirken? Also ja, es ist so, dass natürlich das Verhältnis zwischen Oberfläche und Raumvolumen bei einem Tiny House deutlich schlechter ist als beispielsweise bei einem Mehrfamilienhaus. Ich sage immer ganz gerne dazu gleich, dass das eben ein merkwürdiger Vergleich ist, weil die meisten Leute, die ein Tiny House wollen, eben gerade das
Leben in einem Mehrfamilienhaus nicht wollen. Ich glaube, das reine nur Nachverdichten in den Städten ist nicht immer die Lösung, ganz davon abgesehen, dass man sich oft das nicht leisten kann. Der Verbrauch ist auf jeden Fall höher, das kann ich ja aus eigenen Erfahrungen bestätigen. Da geht es aber nur auch um die Heizung und um sonst nichts anderes. Wenn man sagt, das ist ein wichtiger Messwert und dem würde ich grundsätzlich schon zustimmen, muss man aber auch sehen, dass die Materialien, die verwendet werden, um dieses Haus hier zu bauen, ja auch einen energetischen Fußabdruck haben und dass ich hier mit so einem Haus, wo alle Baumaterialien, die dafür verwendet wurden, auf einen 3,5 Tonnen Anhänger passen, schon ein bisschen einen geringeren CO2-Abdruck und überhaupt haben, als das, was für eine Passivhauswohnung verwendet wurde. Da geht es auch darum, wie das später recycelt werden kann. Auch da stehe ich mit dem Haus hier trotz allem noch besser da. Also ich sehe, dass der Verbrauch alleine, wenn es jetzt um die Heizungsenergie geht, nicht das einzige Kriterium ist, um das es eben in Sachen Energieeffizienz gehen sollte. Ja, kann man was tun, um denen entgegenzuwirken? Naja, wenn man auf 3,5 Tonnen baut, so wie ich, ist das schon ein bisschen schwierig, weil einfach die Isolierung schon einen Großteil des Gesamtgewichts ausmacht. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, hier wirklich leicht zu bauen, also noch leichter als ein Holzständerwerk, dann kann man das vielleicht ausgleichen. Aber ansonsten ist man da einfach schon sehr eingeschränkt. Aber wohlgemerkt halt durch die Straßenverkehrsordnung und nicht durch den Hausbau an sich. Wenn man also irgendwie die Möglichkeit hat, stationär zu bauen und halt nicht an diesen Pkw-Anhänger gebunden ist, würde ich empfehlen, das zu machen, sprich etwas schwerer zu bauen. Dann hat jemand noch geschrieben, meine Recherchen haben bisher ergeben, dass das Leben im Tiny House für mich teurer wäre als meine momentane Mietwohnung und dann werden eben angeführt die Preise für Pachtgrundstücke, die Verpflichtung, einen TÜV immer zu machen, alle 2 Jahre und so weiter. Bei mir war es ja so, ich habe mich auch aus finanziellen Gründen auf längere Sicht, also auf mehrere Jahre gerechnet, aber auch aus anderen Gründen für das Tiny House entschieden. Aber rein aus finanziellen Gründen das zu machen, da muss man es eben schon gut durchrechnen. Ich habe ja damals gesagt, es wären für mich so 5 Jahre, die ich hier Vollzeit drin lebe, dass ich dann sagen kann, es hat sich finanziell gelohnt, weil ja auch der Anschaffungs- bzw. Baupreis erstmal viel ist im Vergleich zu einer monatlichen Miete. Das würde ich auch, glaube ich, immer noch so unterschreiben. Aber ja, man hat natürlich andere Kosten unterdessen, also die Kfz-Steuer, solange der Anhänger angemeldet ist, wobei ich den dann abmelde, sobald der da hinten dann steht auf dem Platz. Die Versicherung, die ist allerdings vernachlässigbar. TÜV-Gebühren kann man eigentlich auch vernachlässigen, ist es wirklich nicht viel und das ist auch nur alle 2 Jahre. Könnt ihr selber mal schauen, was da bei euch in der Region so eine TÜV-Prüfung für einen Wohnanhänger kostet. Ansonsten ist es eben hauptsächlich eben die Miete für ein Pachtgrundstück und natürlich auch die Verbrauchskosten, die aber ja ähnlich sein sollten wie in der Wohnung. Abgesehen von der Heizung natürlich. Es ist nicht so eine gute Idee, allein nur auf den monatlichen Verbrauch zu schauen, um jetzt sich zu überlegen, ob das die richtige Entscheidung ist, auch gerade auf lange Sicht. Weil ein Tiny House ein eigenes ja andere Verpflichtungen mit sich bringt, die vielleicht auch nicht jeder möchte. In einer Mietwohnung zu leben, heißt eben auch, dass wenn irgendwas kaputt geht, ich nicht dafür verantwortlich bin. Wenn am Tiny House irgendwas ist, dann hafte ich natürlich mit meinem eigenen Geld. Sprich, es ist ein Eigenheim, hat gewisse Verbindlichkeiten, das muss man wissen. Und ich glaube jetzt nur, um sozusagen ein bisschen Miete zu sparen, ist es nicht das Richtige. Da müssen dann einfach die anderen Faktoren auch alle stimmen. Deswegen auch anschließend, weil das auch gefragt wurde, wenn Häuser so günstig wären wie Tiny Houses, hättest du dann ein Haus gekauft? Ich glaube damals tatsächlich nicht, weil ich ja sowieso auch alleine war und ich alleine auch die Verantwortung für ein komplettes Haus nicht wollte. Heute wäre es natürlich für die Arbeit praktisch, wenn ich ein eigenes Studio hätte, in dem ich meine Videos drehen kann und wenn wir eine Werkstatt haben, in der wir basteln können. Aber das sind Dinge, die müssen jetzt auch nicht unbedingt sein. Man kommt schon irgendwie zurecht und später in der Zukunft kann man das noch machen. Da würde ich mich dann darauf freuen. Fürs Wohnen, wie gesagt, bin ich hier zufrieden. Was macht man zum Beispiel am Geburtstag mit Familie und Freunden, besonders im Winter? Ja, ich habe tatsächlich noch nie eine größere Feier gemacht. Normalerweise sind wir sonst eher im Garten und im Winter habe ich halt einfach glücklicherweise keinen Geburtstag. Wenn ich mit mehreren Leuten mich treffe, ist das meistens auch eher außerhalb, also woanders, dass man dann wohin geht. Ich glaube, wenn man wollte, könnte man hier auch gut mal 8 Leute unterbringen, aber das war's dann auch. Man kann sich ja dann doch auch mal woanders was mieten, wenn es nur alle paar Jahre mal ist. Haha, was war die beste oder schlechteste Entscheidung, die du beim Bau oder bei der Einrichtung getroffen hast? Die beste, im Sinne von die wichtigste, war definitiv das Bett hier unten einzubauen und nicht da oben. Denn das ist wirklich, wie erwartet, da oben auch der wärmste Ort, gerade im Sommer. Das würde einfach keinen Spaß machen. Und auch so, mich dann da oben irgendwie rumzurobben, um aus dem Bett rauszukommen. So viel Platz ist dann über dem Kopf doch nicht. Ich bin einfach sehr froh, dass ich das hier unten gemacht habe. Die schlechteste war, glaube ich, einfach nicht rechtzeitig schon einen Stellplatz zu haben, weil ich eben am Ende dachte, es ist einfach. Also macht am besten nicht meinen Fehler.
Dann nochmal die Nachfrage, wie machst du das mit Lagerraum für dein Bastelmaterial und das Pedelec, wenn das Haus am geplanten Stellplatz steht? Also da der Weg ja von hier bis zum geplanten Stellplatz nur ungefähr 10 Meter beträgt, muss ich da nicht großartig was ändern. Ich habe es ja angesprochen, auch schon mehrfach in den Videos, einfach, dass ihr das wisst. Ich habe natürlich noch anderen Platz zur Verfügung, wenn ich möchte. Also ich kann eben das Fahrrad wo unterstellen. Ich kann mein Material da oben lagern. Das habt ihr auch in den Videos schon ein paar Mal gesehen. Da arbeite ich ja auch ab und zu. Wenn ich jetzt ein eigenes Grundstück hätte, dann würde ich mir halt dann einen kleinen Schuppen hinbauen. Da wären dann die Sachen da drin. Das heißt, das an sich ist jetzt kein Grund gegen ein Tiny House, aber es ist natürlich klar, wenn man solche Hobbys hat, dann ist es gut, noch ein bisschen zusätzlichen Platz zur Verfügung zu haben. Das waren soweit erstmal eure Fragen und ich glaube, damit habe ich auch so ziemlich alles beantwortet, was aktuell im Tiny House so relevant ist. Es war gut von euch, da einen Input zu bekommen, denn über die meisten Dinge denke ich im Alltag überhaupt nicht mehr nach, weil es für mich vollkommen normal geworden ist, so zu wohnen. Es hat natürlich seine Tücken eben manchmal, was aber hauptsächlich den Dingen geschuldet ist, die jetzt noch nicht funktionieren, weil ich eben noch nicht ans System angeschlossen bin, an Wasser und Co. Wenn das mal der Fall ist, dann gibt es, glaube ich, einfach wenige Dinge, die sich hier noch von einer normalen Wohnung unterscheiden, abgesehen eben vom Ausblick und von den Eigentumsverhältnissen. Ich bin weiterhin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe und das hat zum einen natürlich viele Türen geöffnet und zum anderen einfach mir die Erfahrung gegeben, die jetzt für andere Projekte wieder wichtig werden. Ich bin hier sehr, sehr zufrieden drin und das ist mein kleiner Rückzugsort und ja, was will man mehr? Alle, die ein Tiny House haben, dürfen gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihre Erfahrungen sind. Man hört von so wenigen, das ist so schade, weil man einfach nie weiß, wie es anderen Leuten ergangen ist. Ciao.